Ja, die nächste schwierige Bedingung, Max, die ist... Das ist der Wind. Das ist der Wind. So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Zunächst mal, Max, das Erste, wenn Wind herrscht, in Vorbereitung auf deinen Wettkampf, was wirst du machen, wenn du weißt, es wird heute windig sein? Ja, zum einen halt auf jeden Fall der Wetterbericht, das ist schon mal das Erste, mit dem man anfangen kann, gleich morgens. Das nächste ist Wolkendecke oder ist komplett sonnig, das beeinflusst der Wind also auch, gerade wenn es wechselhaft ist. Und dann muss man sich halt den Wind vorher angucken. Ganz entscheidend. Genau, was macht der, wie stark ist der, wird es immer mehr mit der Zeit und dann gerade dann, wenn er immer stärker wird, gerade wenn man morgens schießt, 3 Stellungen dauert eine Weile, in der Regel wird er mit zunehmender Zeit auch stärker und auch da gilt, die Riemen, die müssen halt schnell absolviert werden, weil man dann noch am wenigsten Wind hat und auch wichtig ist bei Wind, alle haben den Wind, also man sollte sich nicht die Rübe drüber machen, heute ist windig, heute kann ich nicht schießen oder sonst irgendein Quatsch, sondern jeder hat den Wind, jeder muss damit klarkommen und das haben alle die gleichen Bedingungen. Das ist nur eine Sache, wie man sich darauf vorbereitet und wie man damit umgeht. Gut, das war schon mal eine ganze Menge, also psychologische Seite, der Wind weht für alle. Die Einstellung dazu, der Wind, die Einstellung, der Wind, der kann mir helfen. Da kann ich unter Umständen Gegner hinter mir lassen, die ich bei Traumbedingungen nicht im Griff haben werde, wenn ich natürlich die Bedingungen akzeptiere. Der Max hat gesagt, vorher mal anschauen, was macht der Wind. Es könnte sein, ein Durchgang findet vorher statt. Dann wird man sich vielleicht mal hinsetzen und wird mal schauen, was machen denn die Kameraden? Wie gehen die mit dem Wind um? Welche Auswirkungen hat das bei den Kameraden, die in dem Durchgang davor schießen? Gerade auf so größere Stände hat man immer mal jemanden, der dann in der Wind reinschießt und dann kann man gucken, okay, wo ist der Schuss und man weiß ja in der Regel also grob, wie gut ist der Schütze tatsächlich, wie gut trifft er normal und wie weit ist der Schuss außerhalb von seinem normalen Rahmen, das was er schießt, also wie weit wurde der vom Wind dann rausgetragen. Das ist immer ganz interessant und hilfreich dann auch für seinen Durchgang. Also es geht darum, die Auswirkungen des Windes vor dem Schießen und auch nachher im Probeschießen und auch während dem Wettkampf, die Auswirkungen, die muss man feststellen. Wie groß sind die Auswirkungen? Geht der Schuss in die Weite 9, also eine 9,0, 8,9, 9,1 oder geht er in die schwache 10? Wie groß sind die? Oder geht er gar in die 8 oder geht er gar in die 7? Ist er böig? Ist er recht konstant? Lauter solche Dinge. Die Auswirkungen, die sind eigentlich das Wichtigste. Und da gibt es einige Hilfsmittel, um die Auswirkungen festzustellen. Max, was sind für dich die Hilfsmittel, um die Auswirkungen einschätzen zu können? Was nimmst du da als Anhaltspunkte? Ja gut, als eines sind die Windfahner, klar. Das ist schon mal das Erste. Dann, was interessant ist, ist das Gras auf dem Boden. Und bei vielen Ständen gibt es auch zwischendrin so Abtrennungen aus Stoff oder was auch immer für Material. Auch da Also sieht man Netze, genau die Windnetze, wie stark die sich wölben. Und als letzter Punkt ist dann natürlich, wenn der Wind auf den Körper kommt, wenn es einen fast umhaut, dann ist natürlich nichts. Sollte man den Finger vom Abzug lassen, aber das sind mal die wesentlichen Punkte, wo man darauf achten kann. Gebüsch gibt es, Regen, die Regentropfen. Ja. Wenn der Regen mal im 45-Grad-Winkel kommt, dann weiß man auch, was sich da draußen abspielt. Also als erstes muss man mal einschätzen können, welche Auswirkungen hat der Wind. Und dann muss ich meine Strategie festlegen. Es gibt verschiedene Strategien. 2, 3 Strategien gibt es sicherlich. Also eine Strategie wäre natürlich, Windpausen abzuwarten. Geht natürlich nur dann, wenn es Windpausen gibt. Muss ich natürlich vorher mal ein bisschen schauen. Und dann in den Windpausen zu schießen. Wäre eine Strategie. Wenn es aber wenig Windpausen
gibt, dann werde ich wohl schauen müssen, dass ich ähnliche Windsituationen habe. Wir sagen dann immer so einen Windkorridor in einer gewissen Stärke, wo die Windfahnen entsprechend ähnliche Fahnenstellungen haben und dann in solchen Stellungen nur zu schießen. Gibt natürlich auch noch andere Strategie, wenn man beispielsweise... Ja, zum Beispiel Vorhalter wäre allerdings nur Experts only, sage ich jetzt mal, weil das ist schon wirklich hohe Kunst, dann das so zu beherrschen, dass man dann auch noch sauber abzieht und den Wind so gut einschätzen kann, dass man durchs Vorhalter trotzdem noch gut schießt. Also das ist immer mit ein bisschen Risiko verbunden. Ja. Das heißt, Max, dann hält man in die 9 oder 8 links, wenn der Wind von links kommt. Ja, genau. Also das ist immer die Diagonale, wo man hinhalten muss. Warum Diagonale? Erzähl mal also, Zuschauern, warum. Wenn der Wind von rechts kommt, vom Schütze aus gesehen, dann treibt es die Kugel an, die dreht sich ja, die wird ein bisschen schneller und es weht natürlich nach links raus. Das heißt, der Schuss geht nach links hoch, nicht ganz so hoch wie nach links in der Regel. Und andersrum ist es, wenn der Wind von links nach rechts kommt, da wird die Kugel in der Drehung ein bisschen gebremst, sie wird langsamer, sinkt dadurch ein bisschen ab und wird natürlich von dem Wind von links nach rechts auch nach rechts rausgetragen. Das heißt, es ist die Diagonale nach rechts unter und dementsprechend muss man halt auch vorhalten. Also entweder man hält links leicht hoch an oder halt entweder rechts leicht tief. Ja, also der Trall Genau. der Kugel spielt die entscheidende Rolle. Also man hat circa 20% des seitlichen Versatzes hat man einen Höhenversatz. Aber wie der Max schon gesagt hat, das ist eine Technik für Experts only. Ich glaube, das Entscheidende bei der Beurteilung der Windverhältnisse ist, die Auswirkungen des Windes in Verhältnis zu den eigenen Fehlern zu sehen, zu der eigenen Qualität zu sehen. Und je größer meine eigenen Fehler sind, umso weniger werde ich auf den Wind achten. Das heißt, auf die Reduktion des Windes nimmt immer mehr zu, je mehr eigene Fehler, dass ich mache. Also heißt es ganz klar, der bessere Schütze wird mehr und intensiver auf den Wind achten als der noch nicht so gute Schütze. Deswegen haben wir auch schon bei vielen Europameisterschaften, selbst bei Junioren, gute Erfolge damit gehabt, wenn wir das Ganze auf wenige Hinweise reduziert haben und auf unser eigenes technisch gutes Schießen uns konzentrieren. Das soll mal die Hauptbotschaft bei Wind sein. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Training und sucht die schweren Bedingungen.